Auf unserer letzten Lost Place Tour durch den Osten der Republik stießen wir auf ein verlassenes Schullandheim, das offenbar schon seit Jahrzehnten leer steht. Die Betten sind noch gemacht, die Schränke gefüllt und doch erobert sich die Natur Raum für Raum zurück. Doch was uns im Keller erwartet, lässt uns sprachlos zurück. Wir entdecken einen riesigen Datenskandal. Oh Leute, ist das heftig, wirklich. Das ist echt heftig, ey. Unzählige Kisten mit Akten lagern hier völlig frei zugänglich. Ein komplettes Archiv einer Kanzlei. Wer hat diese sensiblen Daten hier einfach zurückgelassen? Begleite uns auf dieser spannenden Erkundung. So Leute, wir sind jetzt angekommen bei der Location und wie man sieht, steht hier einfach die Tür auf. Wir haben auch schon andere Airbags da getroffen, also kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Also viel Spaß bei dem Video. Sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr feucht hier aus. Das kann ich euch mal sagen. Boah, was ist das für ein Raum? Das ist auf jeden Fall DK, würde ich mal sagen, ne? Boah, aber richtig, ey, Leute. Schaut euch mal diesen Raum bitte an, wie heftig der aussieht, ne? Das kannst du eigentlich noch abreißen hier, das ganze Gebäude. Ist einfach komplett so, wie das aussieht, ja. Müsstest du mal einfach so ein Feuchtigkeitsmessgerät hier hinstellen. Dann wäre wahrscheinlich bei 90% oder so. Das ist auf jeden Fall mal der Ultra DK, ne? Also wirklich ultra feucht. Hier hängen auf jeden Fall noch Bilder an den Wänden. Auf dem Boden liegen vereinzelt Plakate. Und hier ist auch eine richtige Pfütze, guck mal. Aber auch komplett leer, dieser Raum, ne? Nur die Gardinen, aber die Gardinen sehen gut aus, guck mal. Die Gardinen sind noch da und der Stuhl steht noch. Guck mal hier. Ist der Dusch- und Waschraum für die Frauen gewesen? Siehst du diese Feuchtigkeit hier drauf? Richtig nass. Heftig. Alles richtig nass. Hier waren die Duschen. 1, 2, 3 an der Zahl. Oh, eigentlich ganz schön, ne? Eigentlich nicht so relativ modern, ne? Wollte ich gerade sagen, sieht jetzt nicht so altmodisch aus. Die Waschbecken haben sie natürlich alle schon abgekloppt. Ist halt die Frage, wann das Ganze geschlossen wurde, also wie lange das nach der DDR noch in Nutzung war, ne? Guck mal, hier ist sogar eine Badewanne drin. Das ist aber schon irgendwie komisch, oder? Hab ich auch noch nie so gesehen, aber schön. Hätte man sich auch baden können, wenn man gewollt hätte. Aber im Landschulheim? Weiß ich nicht, finde ich ein bisschen komisch. Die Tür hier, ne? Ich meine, klar kannst du nicht richtig durchgucken. Naja, irgendwie schon, guck mal. Da hängt zwar so ein Vorhang davor, so eine Gardine oder sowas vor. Zieh dich doch mal eben einmal kurz nackt aus und dann machen wir die Tür zu und dann testen wir mal. Okay. Guck mal, die haben ja auch von der Seite hier, wenn du jetzt hier durchs Fenster... Die haben eine Farbe dran gemalt. Ja, genau, da haben sie auch einfach was drauf gestrichen. Auch sehr professionell auf jeden Fall, wie das Ganze aussieht. Ich hoffe, ihr könnt es gut erkennen. Dass man halt nicht reingucken kann, ne? Also dementsprechend hat es hier einen Sichtschutz gehabt. Und du hattest halt da einen Sichtschutz mit der Tür. Zeig nochmal den Zuschauern das. Mit einfach provisorischem Stückstoff davor, ne? Ja, das sieht aus wie so eine Tischdecke oder so. Ja, genau. Das ist sehr komisch, weiß ich nicht. Ui. Waren auf jeden Fall immer 2 Bettzimmer, ne? Hier liegen auch die ganzen Matratzen noch. Ich finde, so schlecht sehen die aber jetzt nicht aus, ehrlich gesagt. Kannst du dich noch an das eine Ferienlager erinnern, wo die Matratzen so richtig durchgelegen waren? Ja. Boah, das war heftig, ne? Ich finde, dafür sehen die ja echt noch gut aus, ne? Die sehen wirklich sehr gut aus, ja. Ja. Das sind doch diese dünnen. Genau, diese das alten. Das sind ja hier richtig gute, die auch so relativ hoch sind, ne? Aber das sind nur diese ganz dünnen Auflagen im Endeffekt, ne? Sieht so ein bisschen aus, als wenn das vielleicht noch einige Jahrzehnte nach der DDR noch in Benutzung war, oder? Kann schon möglich sein, ja. Aber der Raum ist nicht ganz so schlimm, finde ich, ne? Guck mal, die Decke, das sieht nicht so schlimm aus. Nee, aber es ist trotzdem viel Feuchtigkeit und sehr kalt hier drin, ne? Ja. So, hier waren die gleichen Sachen wie drüben für die Männer. Auch wie man hier sieht, sehr zerkloppt schon alles. Boah, aber richtig, ne? Die haben jetzt auch den ganzen Stromkasten auseinandergenommen, wie man sieht. Guck dir mal diesen Raum hier an. Haben die hier so ein Spielzimmer draus gemacht oder was soll das hier? Ich weiß es nicht. Das wird auf jeden Fall nicht so gewesen sein, weil die Betten, das sind immer Zweierzimmer hier. Hier sind auch noch die ganzen Latten von dem Lattenrost. Die haben sie hier auf den Tisch gestellt. Hier sieht man auch, wie die ganzen Tapeten mittlerweile abgefallen sind von den Wänden, ne? Alles mit der Feuchtigkeit, siehst du richtig gut. Da hinten auf jeden Fall noch die Gardinen dran. Also die sind wirklich überall noch in jedem Raum zu sehen. Da gehst du aber auf jeden Fall nicht hin. Da ist ein richtiges Spinnennetz, ne? Mit Spinnen drin. Hast du gesehen? Ne. Guck mal hier, der Raum, Sabrina. Meine Güte, also wirklich. Uiuiui, hier war die Küche, komplett Leute. DK, ehrlich. Aber richtig. Diese guten alten Gartenstühle im Endeffekt, ne? Obwohl, man hat die damals schon in so einer Küche gehabt, glaube ich, oder? Ja. Das
Das ist so eine richtige 70er, 80er Jahre, oder? Ja. Was meinst du? Das sieht echt 70er Jahre aus. Aber alles wirkt wirklich so, ne, wie wir haben geschlossen und vielleicht machen wir bald wieder auf, oder? Ja, wer weiß, ne? Hier ist sogar noch das Grillgewürz. Guck mal hier. Hier war wahrscheinlich so ein Wäschelager oder so. Hier war die Besenkammer, steht da oben dran. Echt? Ja, oben an der Tür steht Besenkammer. Ich dachte, so ein Lager für die ganze Bettwäsche und so. Aber ist ja sowas Ähnliches, ne? Mein Gott, schaut euch das mal an. Es ist einfach wirklich alles noch da. Ist das heftig? Hier ist die ganze verschimmelte Bettwäsche, die ganzen Handtücher. Es liegt einfach alles noch hier und wird gerade komplett feucht. Hier ist noch so ein Zettel von den Zimmern. Wahrscheinlich so ein Wegweiser, der irgendwo aufhing. Guck mal, die hatten hier so Zettel gehabt. Damentoilette besetzt, bitte benutzen Sie die Herrentoilette. Die Koffer gepackt, die Reise begann. Ein Bus voller Lachen, die Straße zog an. Frei wie der Wind, die Sorgen so klein. In diesen Tagen war die Welt nur mein Lagerfeuer unter Sternenlicht. Verstecken, spielen, wir sahen uns nicht. Hatten die wohl eine Kegelbahn hier? Möglich oder vielleicht draußen. Draußen die Kegelbahn? Nein, draußen so zum Kegeln. Gibt es auch so draußen zum Spielen. Kennst du das nicht? Nee. Hier sind wieder Toiletten. Hier war auch ein weiterer Eingang. Ist aber ganz schön großes Gebäude, ne? Ja. Jetzt kommen hier die Mehrbettzimmer, Sabrina. Mehrbettzimmer Nummer 2. Ist auch richtig, richtig feucht, dieses Schild, Leute. Guck dir mal diesen Raum hier an. Boah. Ja, hier haben einige drin geschlafen, ne? Ja, 2, 4, 5 Leute mindestens. Aber hier, das sieht noch so richtig alt aus, ne? Das ist ja genau so eine Matratze, wie wir das schon häufig gesehen haben bei diesen richtig alten DDR-Schullandheimen. Also das ist so richtig, richtig. Da ist einfach nur so Sprungfedern drin im Endeffekt. Ja, Ne? da sind so Sprungfedern drin. Und guckt euch mal an, wie verschimmelt bitte dieses Bett hier aussieht. Guckt euch das mal an. Boah. Aber ich glaube, früher als Kind war hier hinten in der Ecke wahrscheinlich so der coolste Platz zum Schlafen. Ja, safe. Ne? Da wäre ich auch direkt hingegangen. Weil wer hätte schon gerne so vorne am Eingang gelegen? Ja, ich nicht. Eigentlich niemand, ne? So hinten die Betten, die waren immer so am coolsten, ne? Und Doppelstock. Das Noch stimmt. cooler. Wundert mich eigentlich, dass dieser große Raum nicht dafür genutzt wurde, ne? Ja. Aber schaut euch mal hier die Deckenbeleuchtung an. Das ist so richtig Büro-like. Also das finde ich jetzt irgendwie nicht so schön, wenn man hier so als Kind geschlafen hat, weil letztendlich konntest du einfach nur viel Licht machen oder gar kein Licht, ne? Ja, du konntest wenigstens auswählen zwischen halb viel Licht und viel Licht. Na super. Aber jeder von diesen Blöcken hat halt schon viel Licht erzeugt. Vor allem ne? sind das diese Leuchtstoffröhren, ne? Ja, aus Die dem Büro. ultra hell sind. Ja. Was mich ja wundert, ist, dass es hier nur einen Schrank gibt und einen Spiegel. Ob hier noch ein zweiter war, der vielleicht weg ist, weil ein Schrank für so viele Betten ist schon ein bisschen viel, oder? Ist schon ein bisschen viel. Ist ein bisschen wenig. Ist ein Ja, bisschen stimmt. wenig. Ne? Eigentlich brauchen die gar keinen Schrank, hast du recht. Na, ich würde sagen, der Raum hier hat gar keinen Schrank. Also kann man sich doch zufrieden geben damit, oder? Ja. Auch wieder wahr. Wieder Mehrbettzimmer, das ist übrigens Nummer 1 hier. Stehen auch wieder 2, 4, 5 Betten drin. Also ich finde, das sieht aus wie so Krankenhausbetten. Das sieht überhaupt nicht irgendwie einladend aus, ne? Hier hatten sie zwar so ein Doppelbett, das war wahrscheinlich dann so ein cooles Bett gewesen. Hey, komm, wir teilen uns hier so ein Bett, direkt nebeneinander, aber das hat mehr Krankenhauscharme, finde ich, auch mit diesen Lampen, die halt genauso verbaut sind wie drüben. Also, weiß ich nicht. Kannst du mir ganz nicht kurz... so. Aber meinst du, das sind die 2 Meter Betten? Die sehen so klein aus. 1,80, denke ich. Ja, sieht auf jeden Fall überhaupt nicht schön aus. Ne? Aber Also, es ist noch bezogen, ne? Das ist so heftig. ja, dann liegen auch noch Handtücher drauf. Handtücher Ne? liegen hier auch noch bereit. Aber auch so ganz, ganz dünne Matratzen hier drauf. Ne? Guck mal hier. Ja, für Kinder Ganz, halt. ganz dünn. Naja. Verehrte Gäste, wie heißen Sie? Bla bla bla. Im Bettenhaus herzlich willkommen. Ne? Und dann alles in D-Mark-Preise. Ne?
Dann konntest du hier Gespräche führen, hat 30 Pfennig gekostet. Die Rezeption ist von dann und dann besetzt, bla bla bla. Frühstück hat 10 D-Mark gekostet. Der Tennisplatz hat 10 D-Mark gekostet. Die Kegelbahn hat 10 D-Mark gekostet. Und das Ganze ist, rate, von? 2000? Nein. Weiß ich nicht wann. 1997. Puh. Ja. Das Wasser im normalen und im abgekochten Zustand nicht als Trinkwasser zu verwenden. Oh, okay. Weißt du Bescheid, ne? Also gute Rohre hier, hm? Auf jeden Fall. Und das schon 97, ne? Wow, krass. Dann will ich gar nicht wissen, wie das heutzutage wäre. So, weiter geht's in Mehrbettzimmer Nummer 3. Und ich habe natürlich schon mal einen kleinen Blick reingeworfen und ich finde, es sieht einfach scheiße aus. Sieht total schrecklich aus, oder? Ja, definitiv. Das sieht ganz, ganz schlimm aus, dieser Raum, finde ich. Der ist so groß und dann steht da diese kleinen Krankenhausbetten drin und dazwischen immer so komische Nachttische. Also hier mittendrin haben sie noch 2 Tische zusammengestellt mit ein paar Stühlen. Wahrscheinlich konnten sie hier abends noch ein bisschen was spielen. Nee, das war nachträglich. Meinst du? Ja, safe. Aber da oben, das sieht aus, wenn da vielleicht ein Fernseher mal hing. Ja, das wäre ja ein Luxus. Ne? Aber ist echt nicht schön, ne? Nee, der andere Raum sieht auch nicht viel besser aus, kann man mit. Guck mal, hier mit den beiden Schränken halt auch, ne? Ja, ich weiß nicht, ob hier vielleicht mal Kleiderschränke... Ja, genau. Das ist doch ein Aktenschrank, das ist doch kein Kleiderschrank. Ich weiß nicht, ob es vielleicht mal nachträglich Schränke gab, die man entfernt hat. Komm mal mit. Das waren unsere schönsten Tage. Die Zeit blieb stehen, es gab keine Frage. Lachen am See und Nächte so klar. Mehrbettzimmer Nummer 4 übrigens. Sieht schon etwas anders aus, ne? Ich glaube, hier hat die Dorfjugend irgendwie das... Ja, eine Party gefeiert, ne? Ja. Ja, man riecht es auf jeden Fall und ich finde, naja, es deutet auch so ein bisschen darauf hin, ne? Mhm. Dass die sich das hier hin und wieder mal bequem machen, ne? Ja, aber ich glaube, du könntest echt recht haben mit dem, dass da oben im Fernseher stand, weil das wird ja passen. Hier sind die Betten, du hattest genau den Blick auf den Fernseher im Endeffekt, ne? Aber es wäre ja schon fast Luxus, oder? Naja, 97 geschlossen, 90er Jahre, ja, könnt ihr mir schon vorstellen. Hast du recht, ne? Ja. Hier sind die Betten auf jeden Fall vom Design komplett anders, wie man das so sieht, ne? Also es sieht auf jeden Fall halt anders aus, Holzkonstrukt. Matratze sieht eigentlich... Ja, nicht ganz so schlimm aus auf den ersten Blick. Die versinkt so in dem Bett schon, ne? Ja, ein bisschen durchgelegen halt, ne? Und was eigenartig ist, hier ist eine Tafel, ne? War das früher mal vielleicht auch irgendwie eine Schule gewesen oder so? Bevor das so ein Schullandheim wurde? Ach, warum nimmt man die Tafel da nicht ab? Ich weiß nicht. Das mit der Tafel finde ich irgendwie eigenartig. Ja, passt einfach so gar nicht hier rein, oder? Nee, überhaupt nicht. Die sieht auch so richtig, richtig alt aus. Ja, ist die safe auch. Also wenn ihr Vermutung hat, warum eine Tafel in einem Schullandheim ist, schreibt es mal in die Kommentare. Gibt ja auch einige, in dem Bettenzimmer, ne? Nur mal so. Genau, gibt auch einige, die in einem Schullandheim früher schon waren. Wir haben ja einige schon besucht von der DDR und viele Leute haben da auch immer regelmäßig kommentiert. Also schreibt mal rein. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal nach oben gucken, was es da noch so Schönes zu sehen gibt. Die Treppe ist jetzt nicht mehr so vertrauenserweckend, aber die Stufen sind eigentlich relativ dick. Dürfte eigentlich nichts passieren. Auch hier oben wird es auf jeden Fall deutlich wärmer als unten. Oh, ist das schön. Guck mal, wie das hier aussieht. Stell dir mal vor, ihr werdet hier bei Nacht drin. Das wäre richtig unheimlich. Meine Güte. Ist hier ein Verfall. Das gibt es ja gar nicht. Also ich glaube, hier oben ist der Zustand einfach noch schlimmer als unten. Wenn man sich diesen Raum hier allein schon mal anguckt, unfassbar. Geh nicht zu nah dran, es kommt eine tropische, feuchte Wärme entgegen. Wahnsinn, ne? Das ist richtig, du kommst hier hin, ab hier, Leute, ist es richtig warm. Richtig warme Luft kommt einem entgegen. Warme, feuchte Luft, ja. Die Kamera fängt sogar leicht an zu beschlagen. Ach du Scheiße. Wahnsinn. Es ist richtig, richtig kalt. Also ich bin mit meinem T-Shirt echt zu kalt hier angezogen. Ja. Und da ist einfach wie 30 Grad. Ja, wirklich. So irgendwo in so einem, du bist im Zoo und gehst in so ein Tropenhaus oder so. Ja. Das ist keine Ahnung, ne? Das ist der Wahnsinn, ey. Unfassbar, ehrlich. Das ist echt unfassbar. Ich versuche jetzt mit dem Handy noch mal ein bisschen zu filmen, den Raum, dass ihr noch ein bisschen was von dem Raum sehen könnt, weil ich kann da nicht rein mit der Kamera. Es beschlägt. Es ist einfach zu kalt unten gewesen. Ja. Das Tropenparadies, ja. Hier auch wieder 2 Bettzimmer. Da
liegen ganz viele Decken übereinander. Ja, die haben so ein bisschen zusammengepackt, ne? Sieht irgendwie gruselig aus mit der Decke da. Als wenn da einer vielleicht runterliegen würde, ne? Ich hoffe mal nicht. Guck mal, der Raum sieht genauso schlimm aus. Aber hier kommt nicht so eine Wärme raus. Nee, nicht ganz so schlimm. Aber bei dem einen Raum konntest du auch oben in den Dachboden reinglotzen. Echt? Ja, ja. Krass. Aber es wird nicht mehr lange dauern, da steht das eh in sich zusammen. Das denke Wahrscheinlich ich auch. nur darauf gewartet. Ja, aber das sieht schrecklich aus, wie in so einem Krankenhaus. Aber diese Seite von dem Gebäude sieht noch gut aus. Keine Feuchtigkeit. Noch gut im Schuss. Hier sieht man auch noch den Tisch. Konnte man so ein bisschen erweitern. 2 Betten. Aber abgesehen von der Feuchtigkeit, das sieht einfach schrecklich aus. Das stimmt, ja, ja. Aber die andere Gebäudeseite ist halt komplett durch, ne? Ja. Das ist halt Siehst du hier auch komplette Feuchtigkeit. Oben sieht man auch schon, wie aufgebläht die Dämmung ist. Also, das wird auch alles bald einkrachen. Und dann landet es alles hier unten. Und dann wird dann der Boden auch feucht. Und irgendwann wird dann Etage für Etage zusammenfallen, ne? Ja. Wenn man nichts macht, ne? Ich glaube, jetzt kommen 2 interessante Räume. Ich wollte auch gerade sagen, es sind ja die Räume oder die Zimmer sind ja eigentlich alle relativ identisch, ne? Aber jetzt gibt es hier 2 Clubräume. Einmal links und einmal rechts. Clubräume, da gehen wir hin. Auf jeden Fall. Clubraum Nummer 1. Hier stehen auch übrigens diese Fernseher, die vermutlich unten in den Zimmern standen. Möglich, ja. Wie kannst du denn auf so einem Bildschirm Fernsehen gucken? Ja, früher ja, hat ich man- weiß, ich hatte auch nur so einen Fernseher. Aber wie kann man denn bitte von da hinten auf so einen kleinen Heutzutage Fernseher? ist man so verwöhnt, ne? Ja, leider, ne? Hier steht eine Wohnwand, hier ist so ein kleiner Tisch. Aber ich sag mal so, mit einer ganzen Schulklasse konntest du jetzt hier auch nicht irgendwie abhängen oder so. Und vielleicht irgendwie einen Spieleabend machen. Oder es standen vielleicht mehrere Tische hier drin. Möglich, und die sind nicht mehr da, ne? Der gute alte Philips-Fernseher. Sehr, sehr schön. Noch mit der Antenne, die man da irgendwo reinstecken musste. Ach ja, hier irgendwo. Na, da ist der Antennenanschluss. Und dann musste man immer schön die Antenne justieren, dass man auch ja ein gutes Bild hat. Aber so ein bisschen Schnee hatte man ja meist irgendwie immer bei diesen Zimmerantennen, ne? Wer kennt's noch? Ja, ich hätte jetzt eigentlich gedacht, hier wäre ein großer Tisch. Vielleicht Spielesammlungen hier noch in den Schränken, aber das ist so weitestgehend eigentlich alles leer, ne? Also das Positive an diesem Raum ist auf jeden Fall, dass die Sonne drauf scheint und es sehr schön warm hier drin ist. Ja, stimmt. Boah, es ist einfach so kalt in den anderen Räumen, ne? Ja, das Boah, stimmt. Richtig usselig. Hier ist es wirklich sehr, sehr angenehm. Aber auch hier, ne, ist ein größerer Fernseher. Ich hätte eigentlich schon ein bisschen die Vermutung gehabt, dass die Räume vielleicht für die Betreuer sind von den Kindern. Hatte ich auch erst überlegt, ja. Aber hier steht der Clubraum dran, ne? Vielleicht trotzdem. Nee, glaube ich nicht. Guck mal, hier sind Meinst ja auch du? so Couch-Elemente. Vielleicht war hier so wirklich so der Fernsehraum und drüben eher so ein Spieleraum oder sowas. Ich weiß nicht. Kann man Oder sich das wird alles einfach schlecht vorstellen, ne? Oder das wird einfach nachträglich so gestellt, wie es jetzt aussieht. Aber die Wohnwand wird safe da schon gestanden haben. So, also in diese Richtung bietet sich auf jeden Fall der gleiche Anblick wie in die andere Richtung. Alles komplett feucht. Jeweils mit 2 Betten drin. Also es ist echt unfassbar, ne? Wie das aussieht. Also wirklich unglaublich. Bin echt mal gespannt, wie lange das hier noch so stehen wird, bevor es in sich zusammenfällt. Was haben wir hier Schönes? Das sieht aus wie so ein Kühlschrank, glaube ich, ne? Oder? Was meint ihr? Ich glaube, das ist so ein Kühlschrank, wo man die Fächer abschließen konnte. Das ist ja auch nicht schlecht, ne? Und hier wieder, oh mein Gott, diese Spinnen hier oben auch. Richtig abartig. Menschenskinder. Also diese Feuchtigkeit, das ist unglaublich, wirklich. Also, wenn mal jemand irgendwie ein Fotoshooting machen möchte mit Super Decay, kann gerne Bescheid sagen. Also wirklich. Wohl dieser Raum hier, der sieht ja echt sehr, sehr gut aus. Sehr wenig Feuchtigkeit, wie man sieht. Ein bisschen hier an den Tapeten wälzt sich das so ein bisschen, aber nicht wirklich schlimm, finde ich. Im Gegensatz zu den anderen Räumen. Aber sonst alles sehr identisch, ne? Deswegen würde ich mal sagen, gehen wir einfach mal nach unten in den Keller und suchen mal die Kegelbahn. Also da bin ich echt mal gespannt drauf, wie die so aussehen wird. Wenn der Rest hier schon so krass aussieht.
Wir mussten da vorne um die Ecke, da ist der Keller. Ja, aber hier geht's doch nach unten. Aber wir sind doch nur eine Etage nach oben gelaufen. Wie können wir denn jetzt noch nicht unten sein? Stimmt. Hä, wie geht denn das? Hä? Hier ist noch mal eine Etage. Nee, doch, hier ist der Ausgang. Hier ist der Ausgang. Ach, okay, gut. Aber guck mal, wenn du so nach draußen guckst. Ja, ja, stimmt. Wenn man jetzt rausguckt, könnte man meinen, wir wären jetzt auf einer Ebene, ne? Das ist irgendwie komisch hier verwinkelt. Geh du mal lieber vor mit der Taschenlampe. Naja, mit der Taschenlampe. Wo ist hier die Kegelbahn? Boah, hier ist auch so eine... Boah, nee, ey. Also hier brauchen wir uns auf jeden Fall nicht lange aufhalten, kann ich dir jetzt schon sagen. Hier sind auf jeden Fall Teile der Kegelbahn. Ja. Was war hier in dem Raum? Das war eine Turnhalle safe. Guck dir mal hier den Boden an. Jo, cool. Das war hier eine Turnhalle. Cool. Matratzen alle jetzt reingepackt. Oh, das ist so kalt. Ja, hier ist echt frisch. Und nicht nur ein T-Shirt, ey. Voll der Fail. Anja, warte mit dem Licht, das ist dunkel. Hier sind irgendwelche Kisten in dem Raum. Ach, guck mal hier. Lager? Hier sind noch Unterlagen von... Hä? Boah, ist hier eine Luft, ey. Warum liegen denn die Unterlagen, Sabrina? Weiß ich nicht. Vor allem Die sehen ja noch gut wie aus. viele, ey. Von 2015. Hä? Das ist irgendwas von Kontostand. Steht hier. Kontostand, Leasing GmbH. Von 2016. Das ist irgendwie eine Firma. Die hat hier offenbar ihre Unterlagen zwischengelagert, Anja, als Archiv. Ah ja, okay. Und Ich die kann mir sind jetzt keinen hier besseren so Platz vorstellen. frei zugänglich. Hier sind die ganzen Kontoauszüge in dem Ordner. Hier ist eine Buchungsbeleg. Die ganze Buchführung ist hier. Die Und das ganze Buchführung. In Hunderten von Kisten, oder wie? Ja, und das hier in den ganzen Kisten. Hier sieht man's. Alles hier, Lohnabrechnungen sind hier drin. Ach du Scheiße. Alles hier. Naja, die werden sich gedacht haben, komm, die lassen wir hier einfach unter. Hier haben wir einen guten Raum dafür gefunden, wo man die ganzen Sachen zwischenstellen kann. Man hat halt diese blöde Aufbewahrungsfrist, wenn man halt eine Firma hat, ne? Aber naja, gut. Ja, Rückblicken aber vielleicht nicht so eine gute Idee in einem Lost Place, ne? Der frei Ja. zugänglich ist. erstens das, zweitens, also das späteste Datum, was wir jetzt gesehen haben, war 2016. Ist jetzt noch nicht so lange her. Kannst du mir nicht erzählen, dass das nicht vor ein paar Jahren schon in diesem Zustand hier war? Ja, das Oder? denke ich mir auch. Also, Vor allem ist halt sehr feucht hier drin und die ganzen Unterlagen, die werden ja halt dementsprechend, die sind auch schon so. ja, die wellen sich auch Feucht, ne? teilweise schon, ja. Ja. Keine Wahnsinn. gute Idee, ne? Keine gute Idee. Vor allem für jeden jetzt hier frei zugänglich, diese ganzen Unterlagen, ne? Ja, Das ist natürlich jetzt datenschutztechnisch jetzt nicht so genial, ne? das ist wieder ein Skandal, würde ich mal sagen, ne? Ja. Wie so oft. Leider kein Einzelfall und leider auch nichts Neues, ne? Aber da redet man gegen Wände, ne? Frei zugänglich, nichts abgesperrt, gar nichts, Tür steht offen und dann kommst du hier hin und findest hier die ganzen Unterlagen. Ja, ja. Wahnsinn. Aber guck mal, das Ganze war eigentlich mal abgeschlossen. Haben sie hier quasi aufgebrochen. Aber ist natürlich auch, also bitte, das ist hier so ein bisschen Blech und es ist einfach eine Glastür im Endeffekt, ne? Ja gut, aber ich denke mal nicht, dass diejenigen, die das hier reingepackt haben, gerechnet haben, dass hier irgendwelche Idioten kommen und das jetzt hier aufknipsen. Ne? Das ist halt das Ding an der ganzen Aber Sache. wenn ich nicht davon ausgehe, muss ich trotzdem kontrollieren, ob meine Sachen gut gesichert sind, Ja. ob die da immer noch stehen. Es werden ja auch immer wieder neue gekommen sein, oder? Denke ich mal, ne? Das würde ich jetzt auch mal vermuten. Das ist schon ein bisschen eigenartig hier. Sehr, sehr strange. So, wo ist hier die Kegelbahn, Anja? Ich weiß es nicht. Hier Hier. stehen Waschbecken und Toiletten. Also haben sie dann doch die Sanitäranlagen selber demontiert? Scheint so, ne? Tja, schwierig zu Aber sagen. teilweise sah es auch sehr zerstört aus. Hier sind auf jeden Fall noch Türen. Wo ist die Kegelbahn? Guck mal, hier steht noch Ein Bildschirm. alter Bildschirm. Der passt irgendwie so gar nicht hin, ne? Ach, guck mal. Sabrina, du glaubst es nicht. Was denn? Du glaubst es nicht. Es geht hier einfach noch weiter und das ist von 2020.
Das sind noch mehr Unterlagen. Da hinten, guck dir das mal an. Hier ist alles zugestellt. Hier, da hinten. Überall Unterlagen. Ach du Heilige, schon, ne? Archivkanzlei ist hier so. Ja. Hier ist was vom Amtsgericht, Insolvenzabteilung. Oh Gottes Willen, ey. Ach du Schande. Ich würde den in der Luft zerfetzen, ich sag's dir, ne? Das ist jetzt gerade für jeden hier so zugänglich. Boah, Leute. Und von 2020. Also 4 Jahre jünger, als wir da hinten schon gesehen hatten. Das ist jetzt echt richtig kritisch, finde ich. Das ist echt jetzt... Also hier war auf jeden Fall die Kegelbahn. Die haben wir jetzt definitiv gefunden, Leute. Ach, die hier war die? Ja, ach, jo, aber krass. ganz ehrlich, ey, ich kann euch das jetzt gar nicht... Ich das wäre ein Spiegel hier. Nee, da geht's noch weiter, Anja. Ich kann euch das jetzt echt nicht filmen, weil ich muss halt alles natürlich logischerweise verpixeln. Das kann man euch jetzt nicht so zeigen, weil hier sind so viele Unterlagen von den verschiedensten Leuten. Also was wir hier gerade sehen, ja, da wollen wir jetzt eigentlich gar nicht näher drauf eingehen, weil das ist echt richtig heftig, Leute. Wirklich, wirklich heftig. Hier der Bereich, das war die Kegelbahn gewesen, ist komplett zugestellt mit Kisten und die sind alle komplett schon durchwühlt worden. Man sieht richtig, dass da halt ein ganzer Schwall von Kartons umgeworfen sind. Kartons, die offen gerissen wurden. Hier sind jede Menge Ordner, die alle offen geschlagen sind, wo man halt reingucken kann. Da wollen wir jetzt, wie gesagt, gar nicht mehr ins Detail näher drauf eingehen, weil das ist echt ultra, ultra krass. Na, wir reden jetzt hier nicht nur von irgendwelchen Finanzunterlagen, Lohnunterlagen von irgendeiner Firma XY, sondern offenbar hat hier eine ganze Kanzlei auf dem ersten Blick, so wie es jetzt für mich aussieht, ja, ihr Archiv verlegt hier in diesen Keller, der jetzt einfach frei zugänglich ist. Boah, Leute, ist das heftig, wirklich. Das ist echt heftig, ey. Also das können wir jetzt hier echt an der Stelle definitiv nicht filmen. Das ist zu heftig. Das ist krass. Ich bin gerade echt sprachlos, ey, wirklich. Das geht auch nicht, also wirklich. Wahnsinn. Das ist echt... Jetzt zeige ich mal was richtig Krasses. Passt mal auf. Man geht hier so lang durch den Keller. Ich denke gerade so, was ist denn da für Licht? Dann geht man hier lang. Hier ist einfach die Tür offen. Hier ist auch schon keine Tür mehr. Und dann ist man einfach wieder draußen. Ey, ist das krass, oder? Das ist so heftig. Das ist so krass. Guckt euch das mal an. Ich kann hier einfach so lang laufen. La, gehe ich hier durch. Und dann bin ich hier wieder bei Anja. Wir können hier direkt rausgehen. Ja, so gut. Ist das mal heftig? Ja, noch heftiger ist, dass ich gerade noch Unterlagen von 2022 gefunden habe. Ja. Krass, ne? Ja. Das kann alles noch gar nicht so lange da liegen, weil die Unterlagen alle so durcheinander sind. Da ist ja mal 2019, 2009, 2000, was weiß ich, 3 oder sowas. Und dann liegt oben drauf 2022. Also es wird wahrscheinlich alles in einem hier hingebracht irgendwann. 2022. Überleg dir das mal bitte. Türen stehen hier einfach so offen. Fenster sind auch etliche offen. Hier ist noch ein weiteres Gebäude. Da könnten wir eigentlich auch noch rein, haben wir gerade schon gesehen. Sind auch Fenster offen, wahrscheinlich auch Türen offen. Aber das sah von der anderen Seite her nicht mehr so in einem guten Zustand aus. Da weiß ich noch nicht, ob wir da reingehen. Ich gucke mal eben einmal um die Ecke, wie es da aussieht. Aber ich glaube, das werden wir uns besser nicht angucken, Leute. Das ist, glaube ich, zu gefährlich. Aber ich denke, es wird im großen Teil auch identisch an der Stelle sein. Aber wir gehen noch mal einmal rum und gucken. Ich weiß nicht, ob man es gut auf dem Video sieht, aber die Mauer, die kommt schon komplett rüber. Da wäre auch auf jeden Fall ein Zugang ins Gebäude möglich, Leute. Aber das sieht für mich echt noch maroder aus als gerade drüben, wenn man sich mal hier diesen Zustand anschaut. Hatten die beiden gerade, glaube ich, auch gesagt, ja, ne? Die meinten nämlich auch, dass das eine Gebäude sehr marode ist. Ich bin da einfach mal so reinlünkern. Da gehen wir auf jeden Fall jetzt nicht rein an der Stelle. Ich glaube, wir haben auch einfach schon genug gesehen. Und das mit den Unterlagen, also macht einen richtig komplett sprachlos. Also schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder. Schaut euch gerne noch hier eins der vorgeschlagenen Videos an. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao.